So, willkommen zurück zu Disco Elysium. Für mich eine neue Aufnahmesession nach einer kleinen Pause. Ich hatte ja Urlaub gehabt, da hatte ich tatsächlich ein paar Sachen ausprobiert. Wir haben Overwatch 2 und so weiter nur gespielt und es gab zwischendurch eine kleine Pause mit Disco Elysium. Ich glaube, das waren 2 Tage oder so, oder war das die ganze Woche? Nee, ich glaube 2 Tage. Genau, jetzt geht's die Arbeitswoche wieder los. Das heißt, wir werden jetzt wieder alles wieder strukturierter haben. Es ist kein Chaos. Das heißt, der aktuelle Streamplan und der Uploadplan für Let's Plays gilt wieder. Ja, und wir sind hier. Was haben wir in der letzten Folge gemacht? Wir haben hier waren in diesem Zelt drin und haben hier diese Punkers, diese Techno-Freaks kennengelernt, die irgendeinen Scheiß von sich gegeben haben. Vor allem, dass so offenbar in der Kirche irgendwas Seltsames vor sich geht. Ich könnte mir vorstellen, dass da die große Drogenansammlung ist und dass da die Drogen produziert werden. Maybe. I don't know. Auf jeden Fall werden wir uns diese Sache heute ansehen. Und ja, auf geht's. Wir haben auch mit Cecilie gesprochen und haben auch unseren Ausweis wieder. Also alles tutti-frutti, könnte man fast meinen. A pane of eternite has been planted into the snow. 2 poles are holding it up. Barely holding it up. It could fall over any minute. A stronger gust of wind might be enough. Ja, ich stoße es halt um. The pane falls into the icy snow with a soft thunk. Abkühlen. Hier ist irgendwie so ein altes Haus. Ist das... Ich muss ganz ehrlich gesagt gestehen, auch inzwischen bin ich an einem Punkt, wo ich sagen würde, dass das Spiel... wir müssen, glaube ich, echt nochmal den Sound runterstellen. Diesmal das Gefühl, dass ich weil ich da mit ihm auf den Sack gehe. Ja, also ich habe momentan das Gefühl, dass es eher nicht mehr um den Fall wirklich geht, sondern eigentlich um ihn, wie er als Polizist agiert und um die Stadt im Allgemeinen. Nicht mehr um den Fall, dass da jemand umgebracht wurde, sondern die Stadt im Allgemeinen, dass sie einfach vergessen wurde, dass keiner sich mehr um Drecksloch hier schert und dass deswegen hier die Kriminellen machen können, was sie wollen. Ein defektes Telefon, der Hörer ist zertrümmert, als hätte man mit zu viel aufgelegt. Jemand muss sich ordentlich verausgabt haben, um die Kunststoffkuppel zu zerstören. A metal payphone under a yellow plastic dome. You could use it to call someone, unless you're out of change. Kommt mal den Hörer ab. You hear the tone. The machine is inoperable. Ja gut, wir wählen mal eine Nummer, oder? Wir haben ja die 10 Cent. Calling. Still calling. This feels wrong. Should you be doing this? End of tone. Someone picks up. Pierre? Is that you, Pierre? Nein, ich bin nicht Pierre. Do you have any news about Pierre? Wer ist Pierre? He's my sister's grandson. He used to visit me as a lad. Fine young man. But who are you then? A salesman of some sort? Modern goods are rubbish, and I can't afford them anyhow. It's a shame what you did to our country.
Also ihr müsst es ja nicht wissen, dass ich ihr jetzt da, dass ich sie aus Spaß einfach belästige. Nein, ich bin ein Polizist. To hell with the police. To hell with you. Her voice is drowned in white noise. Sounds like waves washing a beach, growing in volume until the call suddenly disconnects. You get a sinking feeling. It makes you look if Lieutenant Kitsuragi overheard you. To your relief, he did not. Ja, das machen wir nicht nochmal, oder? Da könnten wir jemanden anrufen. Wir dann jemanden hätten. Ist das hier die alte Fischerei, oder was? Alte Brille. Korrekturgläser für Ultrabinos. -1 Wahrnehmung, mehr Enzyklopädie. Das heißt, was hat unsere Brille gerade? Okay. Logik und Autorität. Ich will Logik gerne behalten. Das gibt uns mehr Enzyklopädie, das haben wir aber nicht. Verbunden haben die Plane vor kurzem rot gestrichen. Wassertropf von hier. Eine Münzwaage. Sie wurde seit 10 Jahren nicht benutzt. Postkarte. Postkarte Cool City. Ne, das hier ist eine Postkarte Coron. Auf der Rückseite dieser Postkarte steht Hölle geschrieben. Die Wahrheit ist jedoch nicht eine andere. Es herrscht wirtschaftlicher Aufschwung und Coron, der schönste Bezirk an der Radical West, genießt einen sonnenverwöhnten Tag. Große sehenswerte Gebäude erheben sich am Flussufer, Stahl, Eisen und gelber Kalkstein, Wolken, Schatten. Passadi. Am behelfsmäßiges Dach, Vagabunden haben versucht, die Promenade bewohnbar zu machen. Die Plane schützt weder vor Regen noch vor Schnee oder Wind. Was sind wir denn jetzt hier eigentlich? Alles Industrie? Ein großer Weinbehälter, der ist offen und leer. Vorsicht, diese Planken sehen vergammelt und wenig so tragfähig aus. The smell. It's awful and familiar. Was ist das? Don't you recognize it? That hideous pungency, that faintly cloying sweetness. Only death smells like that. Something cold wakes in the pit of your stomach. Fear. Vorsicht, Lieutenant, hier stimmt etwas nicht. The lieutenant has already brought a handkerchief to his nose. Ah, da ist ein Toter. There's some tear, an empty cigarette package, and a crumpled kebab wrapper in the trash bin. Wir untersuchen mal das Tara. 2 empty bottles of Tallulah vodka and a can of black potent porter is all you find. No, there's more in there. Livis strawberry liquor, plus some Pilsner bottles too. Better not pick them up. They seem unhygienic. A tragedy. Das Päckchen Zigaretten untersucht. Whoever tossed it here was a heavy smoker. The brand name reads Red Astra. Kebabpapier. You see traces of mayonnaise and ketchup on it, as well as a tomato wedge. The wrapper reads Shish Kebab Revachol. It's no older than a day or two. No mold yet. It's hard to concentrate in the smell. The sea air brings some relief. A man lies on the boardwalk.
his limbs bent and neck turned at an unnatural angle. Right next to him is an empty bottle of spirits. In his cramped hand, a chewing gum wrapper. Ja, das ist wahrscheinlich wahrscheinlich ein Unfall. The smell is not as bad as a 2-week-old corpse, but it's definitely heading there. Hold on. Lividity is faintly pronounced. Whoever this is has been dead for 2 days. No longer. We need to investigate. Another dead body. This is your job. Steel yourself. Calm now. Carefully. Just another day. Just another dead body. Breathe. Wo ist das die Kleidung dessen Mann? He's wearing mud-caked boots, beige trousers, and an old brown leather jacket with a bright blue lining. There are traces of kebab sauce on his chest. Hat das Ding auf jeden Fall gegessen. The leather jacket suits him well. It must be custom made. Dann schauen wir mal durchsuchen wir mal die Taschen. You find some sunflower seeds and a rain-soaked library card folded into 2. His jacket feels sodden and heavy under your hand. Aber er hat jetzt keine Brieftasche dabei, oder was? Good. We should take a look at that library card after this is done. Betrachtest den Mann genauer. The man has fallen through a crack in the boardwalk and hit his head against the metal bench. Coagulated blood covers his black hair. One of his feet is still dangling through the hole. You have to be quite inebriated to fall that bad. Well over a liter of pure ethanol. 3 bottles of wine or 1.5 of spirits. Or maybe it was just dark. When damp, these boards are really slippery. Even a sober man could lose their balance here. Schauen wir mal das Gesicht an. His expression is dull, like the sea behind him. Drops of water shining on his moustache. His eyes, empty and wide, look frightening in their frozen gaze. Height, 170 to 175 centimeters. Curly hair, stout build. Age approximately 50 to 60 years. Ja, die Umgebung ist klar, ne? Der wird sich hier über den Durst gesoffen haben, wahrscheinlich sogar nachts. Und ist aber eine Lampe, sehe ich gerade, hier vor uns. Das heißt, er hätte hier auf jeden Fall was sehen müssen. Sieht nicht nach Mord aus. There's some dried blood on the metal bench, right where the corpse's head rests. The floorboards are rotten and slippery wet around the hole. An empty bottle lies nearby. A chewing gum wrapper is clutched in his fist. Be very, very careful where you step here. Okay, untersuchen wir mal den Kopf des Mannes. A dried chunk of blood covers the hair at the back of his head. An open wound. It's sticky and cold to your touch. Ja, der wird halt tatsächlich ausgerutscht sein. Sich dann da verhakt haben und damit mit dem Kopf auf die Bank geknallt sein, ne? This is what killed him. I don't see any other major wounds, do you? Nein, nur die in seinen Hinterkopf. Seems like the head wound was fatal. It's exactly the shape of the bench. Du trittst auf die Planken. They screech under your feet ominously. It's hard to say whether the dead man's weight was the cause of the boardwalk to break. It definitely looks fragile. You see waves churning below. Something cracks beneath your feet. He could have easily disappeared into the sea through that hole, and you would have never found him. Ja gut, die Flasche. A .75 liter Tallulah vodka with its cap missing. There's hardly anything left inside. It's mid-market spirits with a slight touch of menthol. The man meant to enjoy himself, have a good time. Tear
all around us. I'd prefer if you didn't collect them this time. It's not proper. Grabowski spearmint chewing gum. Green leaves on the cover. The man's mouth is half agape from the terror of the fall. Okay, schau mal rein, was soll's. The blackness of death. Stench. You think you see white chewing gum too. Wahrscheinlich hat er sich totgesoffen oder wollte Spaß haben und dann dachte er sich, okay, ich muss wieder nach Hause. Kaugummi für die Alte, die zu Hause auf mich wartet. Und dann wieder alles geil. Confirmed. Nearly the whole pack is there. Solidified on his lower rear teeth. He ate the whole pack, right? It's to cover the smell of alcohol before going home. The worst thing is, Genau, genauso sehe ich das auch. I've seen it before. Almost the same scenario. Even the chewing gum. It's always the same. Okay, mach mal einen Schritt zurück. The entire boardwalk creaks in the wind as you take a step back. Okay, wer ist dieser Mann? Looks like one of the locals. He'd have to know this spot to come here. You don't just walk over here. But that's just a lazy assumption. What do you think? Ich denke auch, dass es ein Einwohner ist. At least this man knew how to party. Imagine the same scene without the bottle. Now that would be just sad. Ja, also... Ich halte es für etwas verfrüht, ihn als Alkoholiker abzustempeln. Wir wissen noch nichts über ihn. We do know that he was married. Okay, das wusste ich nicht. But you're right. Let's not run ahead. For now, all we know is that he's an unidentified middle-aged man found dead on the Martinez boardwalk. Was glauben Sie, ist hier passiert? Death by misadventure. He slipped and fell through the boardwalk. A truly unfortunate accident. If it wouldn't have been for that bench, he'd be alive. Eigentlich, ja. Denken Sie, er war betrunken? Oh yes. Was ist mit der Alkoholvergiftung und Leberversagen? Some symptoms of acute alcohol poisoning could have definitely played a role here. Severe confusion, respiratory depression, unpredictable behavior. But I think that death arrived through head trauma, not liver failure. Was ist mit dem Kebab? What about it? The deceased ate some kebab. It's probably from a nearby place, maybe in the Pox. Sometimes a kebab is just a kebab. Jemand sollte für diese kaputte Promenade haftbar gemacht werden. Die ist gefährlich. They'll seal this place off after the news reaches the coalition officials. I doubt that they have enough resources to actually repair the boardwalk. Not that sealing it off would keep anyone away. All it does is keep the city council's hands clean. Stimmt. It does seem to be a pretty straightforward misadventure, although there's still a question of identifying the body. Was sollen wir mit ihm machen? From where I stand, I can see two options. We either take the case and follow the leads to identify the body on our own, or we report back to the station and leave this for our colleagues to handle. Moment mal, keine Leichenschau? A field autopsy isn't necessary if the cause of death doesn't appear to be criminal, and this looks like a simple accident to me. I'd say we should just write down head trauma in the autopsy report and leave it at that. It would save us at least 2 hours of unnecessary work. Sie haben recht, ich kann hier nichts Kriminelles erkennen. Belassen wir es dabei. Good call. The guys at processing can take care of the rest.
Ja, ich würde sagen, wir übernehmen das. Wenn wir den gefunden haben, wir können jetzt ja den öffentlichen Polizeidienst nicht entziehen. Das ist ja Quatsch. Wir haben ihn gefunden. Wir sollten es zu Ende bringen. Alright, we should first examine the library card you found. Then we can call the station from my kinema. Let them know we are taking the case. Okay. Uns fahren das schon seit Jahren nicht mehr mit. Vermutlich Schmuggelware riecht nach einer Sippierung. Okay, also, wir haben jetzt hier einen neuen Gegenstand, nämlich den gefalteten Büchereiausweis. Ein Büchereiausweis aus der Tasche des toten Mannes auf der Promenade von Martinez. Fühlt sich noch leicht feucht an. Der Decke ist mit dem Stempel der Stadtbücherei von Jamrock versehen. The library card is folded into two and still slightly wet to the touch. The front side reads, Central Jamrock Public Library Card, issued to Billy Mejean, expires July 53. Billy is a unisex name. Could be the deceased or his family member. Ja, schauen wir mal die Rückseite an. If lost, please return the card to the library. Dial 005 02 55211 or visit us at Moreau Street, 78, Jamrock. Business hours 900 to 1800. Ja gut, dann rufen wir da mal an, oder? Good. We should give them a call from my kinema. See if we can learn anything about Billy Mejean. Good idea. There was plenty of information here to go by. Okay, wirf mal einen Blick hinein. Whoever owns this card is an avid reader. You find a list of books written in blue pencil. Radio thriller. Stand a little less between me and the sun. The last one in the list is The Glinton Curve by M. Theobald. A library stamp indicates that the book has been returned. Most of these titles seem to be in the sci-fi genre. Some thrillers too. Okay. Gut, das heißt, wir sollten da mal anrufen. Die Leiche auf der Promenade. Kontaktieren Sie die Bücherausweis an, kontaktiert das Revier, um die Leiche zu informieren. Rufe die Stadtbücher von Jamrock an. Das können wir doch auch hier unten machen, oder? War denn das? Hier war doch das Telefon. Können wir nicht von da anrufen? Wir haben doch die Nummer. Someone has left an unidentifiable article of clothing on this railing. It smells really bad. Ist sie genau unter die Lupe? It's streaked with dried seagull shit and tangled with pieces of seaweed. A dangling arm suggests that there might be a jacket beneath the crust of filth. It seems likely that it was left in the surf until someone laid it out on this fence to dry out. Unfortunately, that just seems to have stiffened it into a shapeless mass. Please tell me you're not taking that with you. Könnte ein Indiz sein. A clue? You think our suspect is a seagull who's been defecating on unsuspecting jacket? Es könnte sich um mehrere Möwen handeln. You should still take it. Nein, wir nehmen nicht. Der hat schon eine vollgekackte Jacke, wäre halt zu viel. Ich hätte jetzt gedacht, dass es vielleicht seine Jacke ist, die er hier liegen gelassen hat. Also wir gehen mal zum Telefon und gucken mal, ob wir da anrufen. Ich glaube, das hat sich nur von seinem Wagen aus. You pick up the handset. There's a tone. The machine is operable.
Gut, dann haben wir das auch erledigt. Wir können hier hinten noch gucken gehen, aber wir gehen in das Haus rein. Was ist hier eigentlich? Geht's da hin? Ja, da kommen wir von der anderen Seite her. Hier ging es auch noch runter. Das machen wir gleich, aber ich will mal in das Haus gucken. Bis dass der Schatten eines sehr großen Gebäudes auf dich fällt. Kann man denn hier? Dann bleibe ich jetzt erstmal ins Häuschen machen. Temple 11. Ist das die Kirche? Ja, das ist die Kirche, ne? Schatten und staubige Bänge zu erkennen. Viele scheinen spielen. Ein Finsternis gefüllter Altar oder etwas ähnliches. Das ist einfach zu dunkel. Wait, wir gucken mal eben kurz die Karte an. Ja, das ist die Kirche. Oh, jetzt kann ich hier zwischendurch herreisen. War davor ja nicht da. Achso, man darf nichts auswählen. Wie? Das ist jetzt tatsächlich die Kirche. Da oben im Lagerhaus waren wir gewesen. Da gibt es auch noch ein Riesenrad. Aber da kommen wir offenbar nicht so einfach hin, wie ich das gerade gesehen habe. Da kommen wir wahrscheinlich von der anderen Seite hin. Oder wir laufen einmal außen rum. Gut, das ist also die Kirche. Heavy wooden doors, more than twice your height, stand shut in front of you. The rectangular sea-worn ornamentation appears in stark contrast to the padlock, carelessly drilled into the wood. Gut. Ja, dann würde ich sagen... Ja, sehen wir mal das Vorhängeschloss an. This cheap-looking padlock is sturdily built. It shackles together a hasp and a staple screwed into the wooden door. The lock is adorned with a yellow sticker. It'll be easier to break the staple than the lock. Also, that sticker is interesting, somehow. Okay, sehen wir uns den Aufkleber an. You see a yellow circle with 2 X's and a big curve below them that looks like a mouth. You're pretty sure you haven't seen it before, but what the symbol depicts is clear enough. A smiling dead guy. The curve makes it smile, and the X's make it dead. Ja, das ist ein Smiley, den man tatsächlich öfter mal sieht. Auch jetzt, wenn man draußen auf der Straße unterwegs ist, an diversen Ampeln sieht man das gerne mal. Da machen die Leute ja alles Mögliche ran an den Ampelmast. Aber ja. Ja. Haben Sie dieses Symbol schon einmal gesehen? He takes off his glasses and uses a blue handkerchief to thoroughly wipe them clean before inspecting the sticker. Then he looks up, pauses, and replies. No. Wonach sieht das Ihrer Meinung nach aus? Looks like a dead man smiling. Suggests junior delinquency. Ja. Was lässt hier auf Jugenddelinquenz schließen? I haven't seen that sticker before, and I'm not a youth. Thus, it must be made by youths. Ich könnte den Aufkleber abmachen. Was habe ich denn davon? Das macht ja gar keinen Sinn. Ja, dann inspizieren wir mal die Holzarbeiten. The carving on the door is block-like and angular, like the church itself. 2 large beams shoot downwards, sinking into the wood before they reach the threshold. Ja, ich trete mal zurück und sehe mir die Tür an. The doors remain unchanged, closed with a padlock.
Ja, ich würde sagen, dann machen wir die scheiß Tür auf. Ja. The lock turns easily. You hear a click as the shackle pops open. Let's go. Okay, jetzt ziehen wir die Tür auf. A great whoosh of air rushes into the dark innards of the church, as though rushing to fill a great vacuum. In the heart of the city, Blick nach vorne erfüllt dich mit einem seltsamen Stille. Hier solltest du gehen, nicht... Da ist es wieder, das verrätselte Blitzmuster, das du draußen gesehen hast. Ist hier vielleicht noch ein Kult am Start oder so ein Scheiß? Die groteske Holzfigur sieht halbfertig aus. Auf der Tafel stehen komplexe Gleichungen. Sie sehen wie frisch angeschrieben aus. Ich sag euch, die machen hier die Drogen. Zwei Tonbandgeräte rotieren leer vor sich hin. Ein tragbares Tonbandgerät, Modell Harman Wolfschi. Ist vielleicht was auf? Jemand zapft elektrischen Strom von draußen ab, betreibt damit diese Antenne. a machine stands in the corner, watched over by the figures on the stained glass window. It's turned on and quivering with soft electricity. What the heck? A radio computer. And it's turned on. These machines sometimes harbor traps, he thinks. Alarm systems and the like. Let's be careful. We should leave. I doubt this place bears any connection to the case. Schon, aber was ist dieses komische Ding? A radio computer. We have one down at the station. No, I don't know how to operate it or what it's used for. Let's go. This is the Ream Prefect radio computer, a model number RC7024, equipped with a Feld mainframe and a Ream-compatible interim printer. Warten Sie, ich will ihn nur kurz untersuchen. You see fluorescent play and print buttons on the keyboard. A hatch connected to the central compartment is wide open. The lieutenant says nothing. You see the machine's glowing frame reflected back from his diamond-shaped glasses. You're free to proceed. Okay, ich riskiere mal einen Blick. Behind the hatch sits a cube-like crisscross of filaments, smoldering in the dark like fireflies. Silver tape on the side says, in black marker, log, February to March. This is the machine's filament memory. Press play to access its contents. Also, ich sehe mich mal vorher noch mal um. Kann man hier raus? Wahrscheinlich recht, dass es nicht wirklich damit was. Die Spinne hat ihr Netz um dieses holzgeschnitzte Säule gespannt. Was machen die dann hier?
Zersprungenes bunte Glasscheibe. Seidenschal. Einmal Schmerzgrenze. Habe ich einen Schal? Die scheiß Fliege um, ne? Wo kommt denn die hin? Dieser riesige rote Schal ist nach voller Staub von herumliegender Kirche. Eine subtile Tonstickerei schmückt ihr mit stolzen Hähnchen und mystischen Blumenmustern. Hier hin und dahin. Das gibt mir Schmerzgrenze und die Fliege gibt mir Schauspielkunst. Eisblumen auf dem Glas versperren diese. Eine in den Frost auf dem Fenster gezeichnete Figur, ein Hirsch. Aber was soll denn das hier alles dann? Also ich bin ja schon neugierig jetzt, also... The silence in this part of the church, it's almost palpable. All the shifting matter and shuffling of living things is gone. Nothing seems to exist beyond the church anymore. Maybe if you were to stand in just the right spot, even your footsteps would be completely silent. Moment, ich glaube, ich höre noch etwas. And then it's gone. Almost all of it, but for the faintest of hums. It seems the sound here is detached from its source somehow, if not blotted out outright. Truly unusual. You can hardly hear your own breathing. Warum sollte ich denn schreien? Okay, machen wir das. You produce a few muffled thumps, after which the silence feels even more total, somehow. Schreien wir mal. Your voice is barely audible. Not a howl, but the softest of whimpers. Was geht hier vor sich? The lieutenant points to his ears and shakes his head. Then he leans closer. Can you hear anything? Nicht so richtig, aber das ist außergewöhnlich. So etwas habe ich noch nie erlebt. I wonder why the church was built with such strange acoustics. Egal was es ist auf jeden Fall real. Um uns herum geschieht etwas Seltsames. The lieutenant doesn't reply, but you can sense him tense up next to you. Hinauf auf den Glockenturm. The orderly rows of ceiling panels become barely visible, then disappear completely in the darkness of the tower overhead. Okay, gucken wir mal, ob wir was wahrnehmen. Just darkness without end. It makes your head spin. Was ist denn in der Dunkelheit zu erkennen? Filled with vague shapes of woodwork, the sense of a great height. Du versuchst irgendetwas zu erkennen. There's nothing. You're dizzy and disoriented as you see dark and more dark rising. Officer, what are you looking at? Da ist You was! see something hanging from the rafters, looking straight at you with dark eyes. Maybe it's possible to talk to it.
that a man looks more like part of the carpentry of the building came alive and is now studying you intently. The crab man. Hey, wer ist da? The man leaned forward a little, fixing you with a steady, unreadable gaze, then speaks. Habitual alcohol use has made you into a scared little pussy, Holmes. But don't worry, everything's gonna be alright. You come to the right place. Was machen Sie hier? I'm here to receive the mother's love. You can too, Holmes. And when you're ready, she will take your hand and lift you out of that despair at the bottom of that bottle. This man is obviously a habitual narcotics user. Do we really need to question him? I'm put off by this religious stuff, he thinks, and maybe the ceiling climbing too. It's all very hard to square with the lieutenant's own view of reality. Hey, and what was that about the bottle again? You haven't even drank that much lately. Lay off it already. Shish. Ich bin Polizist. Ich muss mit ihm über Polizeiangelegenheiten sprechen. Von Alkoholkonsum weiß ich nichts. Oh yeah, sure. You don't know anything about alcohol use. You got it all under control, Way. I could smell the control all the way over here. Mir geht's bestens, danke. I know it's hard to admit that you got a problem. I was like you once. Couldn't take an honest look into my own heart and see I was in pain. You know, actually, since we're here, you may want to pay attention to what the ceiling climber is saying. Look at these crazies. What is this shit? Das ist ja alles schön und gut, aber wir müssen uns über die unbefugte Besetzung kirchlichen Eigentums unterhalten. The only thing we need to talk about is how the mother can really help you, Holmes. This is the Church of the Mother of Silence. You are welcome here. Sie müssen der Krabbenmann sein. Never known myself to be a crab, but if that's the name you got for me, I won't stop you from using it. Hey, Ihre Nachbarn haben sich diesen Namen ausgedacht, nicht ich. I always thought of myself more like a flame, flickering along the rafters and beams. It may be that I gotta work on my technique. That's not the only technique he's working on. Look at those carved sculptures. And is that a satchel of tools over there? Moment, haben Sie etwa auch all diese Skulpturen geschnitzt? Sure am. Whittling wood used to be something I just did to busy my hands. Now I use those same hands in service of something greater than my own restlessness. Mit ihrer reaktionären Darstellung des weiblichen Körpers fördern sie die Wahrnehmung der Frau als Objekt. Das kann man schon so sehen, oder? Ist ein bisschen hart, aber... It's all just for the mother, man. No need to overthink it. Was waren Sie, bevor Sie zum Krabbenmann und Holzschnitzer wurden?
I was in a gang way, but my memories of that time are fading. Most of them are already gone. Sie waren also in einer Gang, aber sie erinnern sich nicht so recht daran. Was für ein günstiger Zufall. Convenience has got nothing to do with what goes on up there. There's a profound longing in that gaze, like he wants to be one with whatever is up there, shrouded in darkness. Do you remember your name, sir? The lieutenant is not particularly interested in this information. He's just trying to assert some control over the conversation. Aber besser, ja. Tiago's my name, but those syllables don't mean much to me these days. A name isn't just your identity, but also your place amongst your fellows, your place in the world. I ain't got no use for such a place anymore. Mein Name ist Harry Du Bois und mein Platz in der Welt ist Lieutenant Doppelt Gefreiter. That's just the thing, Holmes. None of that matters. Was machen Sie hier? This is a special place. There's a perforation in the world up there, a way out into nothingness. This church was built around it for purposes of veneration. I circled it, nurtured by the silence bestowed by the mother. One of these days, I'll be pure enough to go drink from it directly. Hatten ziemlich einen Lockenschuss, oder? Wer ist die Mutter der Stille, von der Sie ständig reden? Oh, that's no simple question, Esse. She is one who can be painted or sculpted. She is a cavity in the dark beyond sense. She saved me, but I couldn't describe her to you. No one can, Holmes, and no one ever will. Was wird geschehen, wenn Sie aus diesem Loch in der Welt trinken? I will be incinerated, but not destroyed. Finally, I won with the state of the world before reality began. Sind Sie sich sicher, dass Sie nicht einfach eine Droge gegen eine andere ausgetauscht haben? It's not like that at all, man. It's just faith and joyful service. Der Glaube ist ebenfalls eine Droge. I heard that before, Way, and I know I can't convince you on the spot. But think, when's the last time you woke up from silent communion with a hangover, regretting what you did last night? Einigen wir uns einfach darauf, uns uneinig zu sein. I know it will take time. Don't sweat it. I know it will take time. Don't sweat it. Ich verstehe immer noch nicht, was Sie in dieser Kirche machen. I'm a seraph, Holmes. I sing the mother's glory. Warum singen Sie denn, wenn sie doch die Mutter der Stille ist? I don't mean literal singing, Holmes. This is the mother of silence we're talking about. It's the singing of a burning heart. You may be thinking, but fire crackles. No, Holmes. That's the material that's burning. The flames themselves are without sound. Da hat er sogar recht. Wie haben Sie diesen Ort, diese Kirche überhaupt gefunden? Hard to say. I think I did some construction work here, back when I still had material worries. Up there, I realized what the true purpose of the church was. Mit solchen Leuten ist halt echt verdammt schwer zu reden.
Versuch mal, einen Aluhutträger davon zu überzeugen, dass er Unrecht hat. Oder dass alles, woran er eigentlich glaubt, totaler Hirnfick ist. Mit der Kirche ist es halt immer so eine Sache. Glaube an Gott ist ja nicht unbedingt, naja, wie soll ich sagen, für manche Leute ist das halt eben, bringt das halt Kraft, Energie, woraus sie schöpfen können. Aber ja, manche Leute haben halt echt so ein bisschen den Bezug zur Realität auch verloren, ne? Der Typ macht so einen ähnlichen Eindruck. Been spending a lot of time here ever since. The past is nothing to me now, way. It didn't belong to me. Ist das Geschah, der hier herumliegt? I think it was. A long time ago. I had to share it like a skin to get closer to the center of the silence. You could have it. I don't need it anymore. It'd only stop him from climbing. The scarf looks pretty dapper, actually. Gut, ich hatte noch weitere Fragen. The sinewy figure lingers on the wooden beams, blending into the shadows. Sie sind schon lange hier. Wissen Sie, warum die Kirche verlassen wurde? Police raid a while back. Did you witness it? Not really. Or at least I don't remember much of it anymore. The mother's love has done its job. That's what's so great about the mother. It lets you forget about everything. Ein paar Raver wollten aus der Kirche einen Nachtclub machen. The ones in the tent outside? Right? I see them. Guessing they're the ones who call me a crab. Probably scared of me. Was halten Sie davon? Vom Nachtclub meine ich. Why not? They wouldn't bother me none. I'm usually way up there, imbibing. Ain't no music on earth that can reach where I go. Dann hat er mit der Maschine hier gar nichts zu tun, oder was? Might even be nice to have some company. Verstehe ich jetzt nicht, warum. Dann hat das hier andere Gründe. Wissen Sie, wo die andere Schauergestalt ist? Other spooker? Oh, esa viejita es muy estudiosa. Don't know, Holmes. Moment, es lebt also tatsächlich noch eine Person in der Kirche und es ist eine Viette? No. I just call her viejita because of her clothes. She's actually quite young. Or maybe not that young. Und Sie Age wissen, is just one of the many masks we wear. und Sie wissen nicht, wo sie ist? That's what I said, Holmes. Wie können Sie das nicht wissen, wenn Sie doch beide hier leben? Don't really follow her comings and goings. Just see her typing on her computer now and then. We got different interests. Sie haben mir also nichts weiter zu erzählen. Wie sie aussieht, was sie hier macht, wer sie ist? I'm afraid not, Essay. You just have to wait until she comes back, or search through her radio computer. Also gut, danke. Also, die macht hier irgendwas. Was die genau macht, werden wir, glaube ich, in der nächsten Folge uns anschauen. Danke fürs Einschalten und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Tschüss.